Stell dir eine einfache, aber beunruhigende Frage. Wer kontrolliert unser kollektives Gedächtnis? Nicht nur Schulbücher oder Professoren. In der Praxis tippen wir einen Namen, ein Ereignis, ein umstrittenes Thema in die Suchleiste und fast immer steht ganz oben: Wikipedia. Für Millionen ist das die letzte Instanz der Wahrheit. Wer sind wir? Die Antwort, so glauben viele, steht dort. Genau deshalb ist die Geschichte der Entstehung, der Prinzipien und der späteren Verdrehungen dieses Projekts so entscheidend für dein eigenes Bild von der Welt. Am Anfang war da keine Riesenturbine, sondern eine kleine, beinahe naive Idee. Ende 2000 arbeitet Larry Sanger, ein promovierter Philosoph, an Nupedia, einer streng kuratierten Online-Enzyklopädie. Gründer und Geldgeber: Jimmy Wales. Nupedia sollte die Qualität einer klassischen Enzyklopädie ins Netz tragen. Langsam, begutachtet, fehlerarm und dadurch quälend träge. Ein Freund erzählt Sanger von Wikis, eine leere Tafel, die jeder beschreiben darf, in Echtzeit. Ward Cunningham hatte 1995 das erste Wiki gebaut, inspiriert vom WikiWiki Shuttlebus am Flughafen von Honolulu. Schnell, schnell. Die Idee trifft Sanger wie ein Stromschlag. Wenn man diese Geschwindigkeit als Vorschaltstufe nutzt, könnte man Nupedia aus dem Dornröschenschlaf reißen. Zunächst heißt das Ganze Nupedia Wiki. Dann am 15. Januar 2001 wird es neu getauft: wikipedia.com. Den Namen prägt Sanger. Ebenso formuliert er die Grundgesetze der Online-Enzyklopädie: Neutralität. Keine unveröffentlichte Primärforschung. Zusammenfassung dessen, was wir bereits wissen, im Plural gedacht, die Vielzahl der Standpunkte fair wiedergeben, die es nachweislich in verlässlichen Quellen gibt. Das Ziel ist nicht Siegerjustiz, sondern Verständigung. Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, Religionen, Perspektiven sollen gemeinsam einen neutralen Text schmieden. Klingt altmodisch liberal, fast utopisch, und zu Beginn funktioniert es überraschend gut. Dann passiert etwas, das die meisten unterschätzen. Google richtet seinen Scheinwerfer auf Wikipedia. Die Plattform wird zur Standardantwort, weil sie schnell, breit und oft als erste zu Nischenthemen Inhalte liefert. Der Algorithmus liebt Erstanbieter. Eine Feedbackschleife beginnt: mehr Sichtbarkeit, mehr Autoren, mehr Sichtbarkeit. Jahre später wird diese Verbindung zementiert. Siri liest Wikipedia, LLMs werden unter anderem darauf trainiert, Knowledge Panels greifen darauf zurück. Die Enzyklopädie wird nicht nur Nachschlagewerk, sondern faktisch Türsteher zur Wirklichkeit. Wer oben steht, prägt, was als normal und wahr gilt. Und doch, schon früh verschiebt sich etwas im Untergrund. In der Theorie bleibt Neutralität das Leitprinzip. In der Praxis wandert das Machtzentrum. Aus „Stelle alle wesentlichen Sichtweisen dar“ wird schleichend „Stelle die Sichtweisen dar, die aus unseren zuverlässigen Quellen stammen“. Und wer gilt als zuverlässig? Das, was man ohnehin die mediale Mitte nennt. Im Zweifel große, akademisch geadelte Massenmedien. Unproblematisch bei Vogelarten, Kathedralen und Geologie. Hochbrisant bei Themen, die mit Ideologie, Macht, Religion, Biopolitik, Krieg, Sicherheit, Pharma, Klima, Geschlecht oder Einwanderung zu tun haben. Wo die Schlachtfelder der Narrative verlaufen, kippt die Waage. Die Sprache der Regeln verrät die Verschiebung. Wesentliche Sichtweisen, zuverlässige Quellen, Fringe, außergewöhnliche Behauptung. Klingt vernünftig, bis du fragst, wer legt fest, was wesentlich ist? Eine Sicht, die im Feuilleton und bei 3 Leitmedien dominiert, gilt als Mainstream. Was in Fachzirkeln, alternativen Medien oder nicht westlichen Diskursen lebt, rutscht schnell ins Fringe-Regal. Und das bedeutet oft disqualifiziert. Das Neutralitätsgebot wird vom Brückenprinzip zur Mehrheitswaffe. Genau dort beginnt die strukturelle Schieflage. Parallel entsteht ein interner Beamtenapparat. Hunderte Administratoren, Prüfrechte, Schiedsgericht, eine Art Supreme Court fürs Verhalten und viel Anonymität. 85% der mächtigsten Accounts sind nicht namentlich identifizierbar. Gleichzeitig schützt Section 230 die Stiftung rechtlich. Sie ist Plattform, haftet nicht für Inhalte.
Für einzelne Betroffene, deren Ruf verzerrt wird, bedeutet das kaum greifbare Verantwortlichkeit. Du kannst dich nicht an einen Chefredakteur wenden. Du siehst nur anonyme Accounts, die dich aburteilen. Und du hast keine juristische Tür, an die du klopfen kannst. Wer glaubt, das sei graue Theorie, der prüfe es an konkreten Fällen. Biografien politisch umstrittener Personen starten immer öfter mit Labeln statt mit Lebensdaten. Verschwörungstheoretiker, rechtsextrem, White Grievance Politics, Kampfbegriffe, die zu Beginn eines Artikels wirken, bevor auch nur eine überprüfbare Tatsache folgt. Der Leser wird eingenordet, nicht informiert. Und wenn der Betroffene selbst interveniert? Nicht zulässig. Philipp Roth hat genau das erlebt, als er die Ursprungsgeschichte seines eigenen Romans korrigieren wollte und abgewiesen wurde. John Seigenthaler fand sich auf Wikipedia unter Verdacht, in ein Attentat verwickelt gewesen zu sein. Blanker Unsinn, trotzdem wochenlang online. Gleichzeitig sickert Macht von außen ein. Bereits 2007 zeigte Wikiscanner, dass Regierungs-IP-Adressen an Artikeln schraubten, darunter auch solche, die offensichtlich zur CIA gehören. PR-Firmen bieten heimlich Wikipedia-Optimierung an, obwohl bezahlte Bearbeitung offiziell deklariert werden müsste. Noch delikater ist die Nähe zur großen Suchmaschine. Ob Vertrag oder Algorithmus, faktisch dominiert Wikipedia die ersten Trefferseiten. Wer die erste Seite kontrolliert, strukturiert Wirklichkeit. Und wenn die zulässigen Quellen auf einer Perennial Sources Liste stehen, die Dutzende konservative oder unliebsame Medien pauschal abwertet, dann ist Neutralität nicht mehr Brücke, sondern Schleuse. Aber Wikipedia ist doch oft korrekt. Ja, bei neutralen Themen glänzt die Plattform. Genau deshalb ist die Asymmetrie so perfide. Du vertraust dem Artikel über die Falklandinseln und überträgst dieses Vertrauen unbewusst auf das Kapitel Pandemiepolitik oder Geopolitik. Und dort greift der Filter. Was die definierte Quelle nicht berichtet, existiert nicht. Was sie als Fringe betitelt, wird als spinnerter Rand kodiert. Selbst wenn es binnen 5 bis 10 Jahren in den Mainstream wandert. Ein Vorgang, der sich in der Ideengeschichte dutzendfach findet. Was ist daraus zu lernen? Erstens, Wikipedia ist zu wichtig, um zynisch abzuwinken. Es ist ein zivilisatorisches Infrastrukturprojekt, globaler als jede Zeitung, wirkmächtiger als jede Unifakultät, eingebettet in Suche, Assistenten und KI. Zweitens, das Problem ist nicht nur linke Tendenz, sondern eine Governance-Lücke. Eine Mischung aus Oligarchie, wenige Vielbearbeiter, und Anarchie, anonyme Macht ohne öffentliche Rechenschaft, geschützt durch rechtliche Immunität. Das ist für ein Weltgedächtnis unhaltbar. Was tun? Sanger hat eine Art Thesenpapier formuliert. Kein Wutanfall, sondern ein Reformplan, der an die Substanz geht. Beende die Fiktion der Konsensentscheidung. Konsens klingt nobel, ist aber oft Machtpolitik mit schönem Namen. Wer die Diskussionsseite dominiert, erklärt Widerspruch für erledigt. Stattdessen braucht es nachvollziehbare, transparente Entscheidungsverfahren, die Minderheitenpositionen nicht wegdefinieren. Erlaube konkurrierende Artikel. Echte Neutralität ist asymptotisch, nie perfekt. Warum nicht mehrere Artikel zu einem Thema zulassen, jeweils mit deklarierter Perspektive, und den Leser entscheiden lassen? So wie unterschiedliche Medienausrichtungen im Pressemarkt koexistieren. Es wäre ehrlich und entgiftet den Kampf um den einen Text. Schaffe die Blacklist ab. Statt pauschaler Verbote braucht es Quellenkritik mit Kontext. Zitiere vielfältig, vermerke Reputation und Kontroversen der Quelle, aber schneide nicht ganze Spektren ab. Wer den New York Post wegen eines Skandals sperrt, aber gleichzeitig Leitmedien mit erwiesenen Fehlleistungen pauschal durchwinkt, betreibt Gatekeeping, nicht Neutralität. Zurück zur alten Neutralität. Alle wesentlichen Standpunkte darstellen bedeutet nicht nur die Standpunkte der akademischen und medialen Priesterschaft. Neutralität heißt, gegensätzliche Deutungen fair zusammenzufassen, gerade bei strittigen Themen, und die Bewertungsarbeit dem Leser zu überlassen. Ignore all rules entzaubern.
Ein humoriger Onboarding-Gag wurde zur Jokerkarte für Regelbeugung, wenn's opportun ist. Regeln sollen Laien nicht abschrecken, aber sie müssen Macht begrenzen, nicht Macht legitimieren. Führungsidentitäten offenlegen. Wer echte Macht ausübt, Admins, Schiedsrichter, Check-User, sollte namentlich bekannt sein, mit Haftpflichtschutz, wie ehrenamtliche Vereinsvorstände auch. Anonyme Souveräne über das Weltwissen sind ein kategorischer Widerspruch. Öffentliche Bewertung zulassen. Kein Kommentarbereich, kein Rating. Ausgerechnet dort, wo es am meisten bräuchte, um Qualitätssignale zu senden. Lies dir das auf der Zunge. Amazon-Bücher haben Sterne, Wikipedia hat nichts. Ein offenes, sichtbares Feedback-System, gern mit Profiltransparenz und Bias-Indikatoren, würde exzellente Artikel belohnen und umstrittene kenntlich machen. Unbefristete Sperren drastisch einschränken. Indefinite Blocks für Lappalien sind ein Machtinstrument. Dauerhafte Sperren sollten selten sein, von Panels entschieden werden und regelmäßige Berufungen zulassen. Wer sein Hobby verliert, verliert nicht selten auch ein Stück Selbstwert. Das verlangt Sorgfalt, nicht Zynismus. Wikipedia ist keine Therapie. Eine verfasste Legislative schaffen. Wikipedia braucht eine gewählte, echte Redaktionsversammlung mit Mandat, Verfahren zu setzen, Regeln zu ändern, Verantwortlichkeiten zu klären, kurz eine Verfassung. Ein Constitutional Convention, bezahlt von der Stiftung, gewählt von identifizierten, nicht unbedingt öffentlich gemachten Personen. Eine Stimme pro Mensch, keine Sockenpuppenarmeen. Ohne institutionellen Rahmen bleibt jeder Reformruf ein Ruf ins Forum. Warum erzähle ich dir das in dieser Schärfe? Weil du, ob du willst oder nicht, täglich mit den Ergebnissen dieses Systems interagierst. Deine Kinder googeln Hausaufgaben. Deine Kollegen prüfen Lebensläufe. Journalisten kopieren Formulierungen. KI spuckt plausible Sätze aus, genährt von genau diesen Texten. Wenn die Zuleitung schief hängt, hängt die ganze Debatte schief. Und wenn du glaubst, das betrifft nur Amerikaner, denk an deutschsprachige Themenfelder, die politisch brisant sind. Die Mechanik ist dieselbe. Heißt das, du sollst Wikipedia hassen? Nein. Es ist ein grandioses, menschheitsdienliches Projekt. Genau deshalb verdient es eine Reformation. Heißt das, du sollst dich blindlings in Edit Wars stürzen? Auch nicht. Aber du kannst dir 2 Haltungen angewöhnen. Erstens, Quellenhygiene. Lies die Diskussionsseiten, prüfe die Versionsgeschichte, erkenne Labels als das, was sie sind. Vorschläge, nicht Urteile. Zweitens, Redundanz. Verlasse dich nie auf eine einzige Epistemik. Lies alternative, internationale, wissenschaftliche Primärtexte. Frag dich, was fehlt hier? Welche Stimme wurde weggefiltert? Und wenn du tiefer gehen willst, engagier dich, diszipliniert, regelkundig, nicht als Berserker. Bau Reputation auf, statt als Brigading rauszufliegen. Oder unterstütze unabhängigere Wissensprojekte, die Quellennachweise priorisieren und Pluralität nicht für einen Fehler, sondern für eine Funktion halten. Das Ziel ist nicht, ein Heiligtum zu zerstören, sondern es wieder zu dem zu machen, was es sein wollte. Ein öffentlicher Platz, auf dem wir, trotz Differenzen, gemeinsam schreiben können, ohne dass eine unsichtbare Hand die Tafel putzt, wenn ihr die Kreidefarbe nicht passt. Am Ende geht es nicht um Wikipedia allein. Es geht um Zivilisationstechnik. Wie halten wir Wahrheit in einer Welt, in der Suchmaschinen, Stiftungen, anonyme Kader, PR-Abteilungen und Sicherheitsapparate gleichzeitig am Text mitschreiben? Die Antwort kann nicht Bequemlichkeit sein. Sie ist mühsam. Offenheit plus Verfahren. Vielfalt plus Rechenschaft. Geschwindigkeit plus Demut. Wenn wir das nicht einfordern, bekommen wir, was wir gerade sehen. Ein einziges, scheinbar neutrales Narrativ, verführerisch praktisch, aber gefährlich arm an Welt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.